In 2 Stunden von Düsseldorf nach Peking in einer Flugscheibe mit einem neuartigen Antrieb. Für den Düsseldorfer Privatgelehrten Peter Plichter, Jahrgang 39, ist seine Idee machbar. Im Computerfilm funktioniert das Raumschiff perfekt. Seit 1993 hält Plichter ein Patent für ein diskusförmiges Raumfluggerät mit Silan-Antrieb. Silan lässt sich für den Universalgelehrten aus Silizium herstellen. Die Fluggäste werden in seinem Fluggerät extrem schnell unterwegs sein, allerdings ohne direkten Ausblick. In diesen Scheiben wird man in einem Torus sitzen, in einem ganz normalen Flugzeugsitz mit einem Monitor. Den Fenster gibt es natürlich nicht. Ein halbes Leben forscht er an der alternativen Treibstoffherstellung. Für ihn ist sein Antrieb ideal, um Flugzeuge als Flugscheiben in kürzester Zeit um die halbe Welt zu bringen. Plichters Treibstoff für Raumschiffe und Raketen basiert nicht mehr auf Benzin, also Kohlenstoff und Wasserstoff, sondern funktioniert mit dem chemischen Element Silizium. Ein Silan-Benzin braucht man nicht anzuzünden. Das wird in einer Raketenkammer, in einer heißen Raketenkammer und einem Motor von ganz alleine reagieren. Plichters Idee, die Lufthülle als tragendes Medium. Sein Traum, ein luftatmendes Raketentriebwerk, das eine Passagierflugscheibe 20-mal schneller macht als der Schall. Der Plichter-Antrieb basiert auf Silan, einer Gruppe chemischer Verbindungen aus Wasserstoff und einem Silizium-Grundgerüst. Mit seiner Idee will er das Nachfolgemodell der Ariane 5-Rakete ausrüsten. Am Frisbee leben seine Pläne für sein Flugzeug mit UFO-Optik auf. Sie wird mit Silan betankt und kann durch ein bestimmtes Verfahren mit einem Kranz von verstellbaren Schaufeln wie ein Hubschrauber starten und landen. Wenn sie eine gewisse Höhe erreicht hat, setzt der Schaustellbrenner ein und sie wird in diese Richtung gelenkt, kommt auf 50 Kilometer Höhe. Dort herrscht etwa ein Druck von 1 Promille Luft. Inzwischen sind wir bei 20 Mach, also bei über 20.000 Stundenkilometer. Das reicht für das Staustahltriebwerk. Es arbeitet im Überschallbereich. Es verwendet den Stickstoff mit. Es verwendet praktisch die gesamte Luft wie ein Oxidator. Der Sauerstofftank bleibt zu Hause. Dadurch steigt die Nutzlast. Man kann Passagiere mitnehmen. Bei ihm beruhen alle Gesetzmäßigkeiten dieser Welt auf einem Bauplan. Mehrfach aufgelegte Veröffentlichungen machten ihn bekannt, etwa seine Werke Benzin aus Sand oder das Primzahlkreuz. Der Experimentalchemiker ist von der Machbarkeit seiner Technologien überzeugt. Noch fährt er selbst mit Benzin, aber für ihn ist die Zeit reif für seinen Antrieb und seinen Silan-Kraftstoff.